Für viele Mandanten, gerade mit Kindern, ist und bleibt Irland als Auswanderungsland interessant. Irland erlaubt Homeschooling. Das Recht auf Homeschooling ist in Irland in der Verfassung verankert. Das heißt, Mandanten, die gerne homeschoolen wollen, ziehen gerne nach Irland um und leben dann einige Jahre in Irland. Das kann dann eine gute Möglichkeit sein, die irische Staatsbürgerschaft als Doppelpass, als zweite Staatsbürgerschaft anzunehmen. Und in diesem Video möchte ich dir erklären, wie das geht, was du beachten musst und welche Vorteile die irische Staatsbürgerschaft für dich haben kann. Ich kenne Irland ziemlich gut. Ich habe selbst dort mit meinen Kindern gelebt. Meine Kinder fanden es ganz toll. Sie haben sich dort sehr wohl gefühlt. Wir haben dort in einem kleinen Ort im Süden Irlands in der Nähe von Cork gelebt. Also ein Ort mit vielleicht 500 Einwohnern, hatten dort ein großes Haus gemietet mit einem großen Garten. Die Kinder fanden es toll. Mir hat es auch gut gefallen. Natürlich, Irland ist Irland. Da gibt es einige Nachteile, unter anderem zum Beispiel, dass es jeden Tag regnet, aber ansonsten sehr liebenswürdig. Die Schulen in Irland sind meiner Meinung nach ziemlich gut, die staatlichen Schulen. Gerade wenn du in einem Gebiet wohnst, wie zum Beispiel einer kleinen Stadt, einem Dorf, wo es nicht besonders viele soziale Spannungen gibt, sind das meiner Meinung nach Schulen, wo man seine Kinder guten Gewissens hinschicken kann. Wie gesagt, meine Kinder in Irland haben sich sehr wohl gefühlt in der Schule. Aber Irland ist natürlich besonders interessant für Mandanten, denen das Thema Homeschooling wichtig ist. Denn Homeschooling ist in Irland den Eltern gemäß der Verfassung erlaubt. Homeschooling hat eine Tradition in Irland. Dort gibt es viele Homeschooler. Das heißt, man findet hier auch Anschluss an eine gute Homeschooling-Community, was meiner Erfahrung nach das Homeschooling sehr vereinfacht. Ich selbst habe in Irland kein Homeschooling gemacht, habe aber natürlich in den USA meine Kinder langjährig homeschoolt. Das Thema Homeschooling ist ja vielfach eine Sache, die man mit Leidenschaft vertritt. Also wenn man für seine Kinder identifiziert hat, dass das Homeschooling etwas Wichtiges ist, dann sucht man natürlich hier den geeigneten Standort, wo das Homeschooling möglich ist. Andere Kriterien, wie zum Beispiel der Regen, den ich genannt habe, oder auch steuerliche Vorteile oder Nachteile, treten dann in den Hintergrund. Wir haben ja schon etliche Videos zum Thema Irland gemacht, wo ich auch von meinen Erfahrungen in Irland erzählt habe. Zum Teil ganz lustig, muss man sagen. Steuerlich gesehen ist Irland zunächst mal nicht attraktiv. Wer dort also wohnt, der muss schon ab 46.000 Euro Einkommen 40% Steuern zahlen. Davor werden 20% fällig. Wenn man verheiratet ist, wenn man Kinder hat, dann fallen hier weniger Steuern an. Aber sicherlich kein steuergünstiges Land für die Leute, die dort wohnen. Einen großen Vorteil hat Irland für Ausländer. Es gibt den sogenannten Non-Dom-Status. Das heißt also ausländische Einkünfte, Einkünfte, die nichts mit Irland zu tun haben, sind in Irland steuerfrei, solange sie dort nicht ausgegeben oder nicht dorthin überwiesen werden. Hast du zum Beispiel ein Aktiendepot in einem anderen Land, eben nicht in Irland, und verkaufst jetzt Aktien, dann musst du darauf in Irland keine Steuern bezahlen. Du musst diesen Veräußerungsgewinn nicht mal in der irischen Steuererklärung aufführen. Das Gleiche gilt für alle Arten von Auslandseinkünfte. Wenn du zum Beispiel im Ausland weilst und dort Beratung erbringst und dafür ein Honorar bekommst, dann musst du dieses Honorar weder in Irland angeben noch in Irland versteuern. Hast du Kryptoeinkünfte, sind diese ebenfalls in Irland steuerfrei, wenn hier keine irischen Exchanges, Wallets etc. involviert sind. Das ist also ein Vorteil, wenn du wirklich solche Einkünfte hast. Beachte aber, wie gesagt, dass die Einkünfte keinen Bezug haben dürfen nach Irland. Wenn du also vor Ort in Irland arbeitest, für deine eigene Firma im Ausland, dann sind das keine ausländischen Einkünfte, die hier über den Non-Dom-Status vereinnahmt werden können. Denn dafür arbeitest du ja vor Ort in Irland. Natürlich kann man hier geschickte Lösungen finden. Du könntest ja auch gleichzeitig eine irische Gesellschaft haben. Diese irische Gesellschaft bezahlt dir ein Gehalt für deine Tätigkeit und hat zum Beispiel einen Vertrag mit einer ausländischen Gesellschaft. Dann wirst du ja für deine Arbeitszeit
von der irischen Gesellschaft bezahlt. Und was dann für ein Vertragsverhältnis zwischen den beiden Gesellschaften bezieht, ist eine ganz andere Sache. Das sind am besten dann Punkte, die wir einmal in einem Beratungsgespräch hier näher diskutieren können. Aber wenn du nun Kinder hast und in Irland lebst, dann kann man ja davon ausgehen, dass du dort dann für einige Jahre gebunden sein wirst, auch wirklich dort dich aufhalten und leben wirst. Und das erlaubt dir eben so ganz nebenbei dann die irische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das kostet dich nichts, da musst du nichts Besonderes für machen. Du musst jetzt nicht Gälisch lernen oder irischen Tanz oder sowas. Allein die Tatsache, dass du dort lebst als EU-Bürger, reicht schon aus, damit du und deine ganze Familie die irische Staatsbürgerschaft bekommen müssen. Du musst dafür nicht die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben. Du kannst die irische Staatsbürgerschaft einfach als zweite, dritte, vierte, was auch immer, Staatsbürgerschaft annehmen. Du musst dafür 5 Jahre in Irland gewohnt haben. Streng genommen sind es 5 Jahre in den letzten 9 Jahren. Aber nachdem du dort 5 Jahre warst, hast du die Bedingungen erfüllt. Und dann kannst du die Staatsbürgerschaft bekommen und erhältst dann den irischen Pass. So sieht der Pass übrigens aus. So, zunächst mal handelt es sich um einen ganz normalen EU-Pass. Aber der irische Pass hat auch noch interessante andere Features, die ich dir jetzt einmal vorstellen möchte. Dazu schauen wir uns hier mal eine Karte der britischen Inseln an. Hier haben wir Großbritannien, hier links im Westen haben wir dann Irland. Viele von euch werden wahrscheinlich nicht wissen, dass es auf den britischen Inseln so eine Art Mini-Schengen gibt. Ja, hat natürlich nichts mit Schengen zu tun, heißt auch nicht Mini-Schengen. Ich nenne es jetzt mal Mini-Schengen. Das gibt es schon viel länger als Schengen. Irland und UK sind ja traditionell stark verbunden. Also, was bedeutet dies nun? Wenn du den irischen Pass hast, kannst du auch im UK leben. Das ist so ziemlich der einfachste Weg, wie du dir ein Daueraufenthaltsrecht im UK verschaffen kannst. Iren und Briten haben hier volle Personenfreizügigkeit. Das heißt, deine Kinder, wenn sie ebenfalls den irischen Pass bekommen würden, könnten dann eben auch im UK leben, ein Land außerhalb der EU. UK hat ja die meisten steuerlichen Vorteile, die es einst in diesem Land gab, leider abgeschafft. Aber dennoch ist es auch dort möglich, in den ersten 4 Jahren auf Auslandseinkünfte keine Steuern bezahlen zu müssen. Und daraus ergeben sich natürlich nun interessante Möglichkeiten. Mal angenommen, du hast jetzt 5 Jahre in Irland gewohnt. Du hast in Irland ein Unternehmen aufgebaut. Irland ist ja bekannt für Start-up-Unternehmen. Und du stehst jetzt hier kurz vor dem Verkauf dieses Unternehmens und du hast jetzt den irischen Pass erworben. Dann könntest du zum Beispiel einfach nach UK ziehen. Es gibt ja in Irland keine Wegzugsteuer, keine weiter beschränkte Steuerpflicht und all den Quatsch, den es in Deutschland gibt. Du könntest dann also einfach nach UK umziehen und sobald du im UK bist, deine irische Firma verkaufen. Dieser Erlös wäre dann komplett steuerfrei in UK. Wie gesagt, solange du in Irland wohnst, sind nur Auslandseinkünfte steuerfrei. Das heißt also, wenn du in Irland dein irisches Unternehmen verkaufst, hast du ja keine Auslandseinkünfte, sondern du verkaufst ein irisches Asset. Also wäre dieser Ertrag dann in Irland hier zu versteuern. Aber wenn du eben den irischen Pass hast, kannst du einfach nach UK rüberziehen und könntest von dort aus dein irisches Unternehmen verkaufen. Das wäre dann komplett steuerfrei. Mir ist natürlich klar, dafür muss man nicht nach UK ziehen. Du könntest auch nach Dubai ziehen oder wohin auch immer. Aber mal unter der Annahme, dass du jetzt Kinder hast und vielleicht irgendwo in der Region bleiben willst, wäre das ein Szenario, was vielleicht interessant wäre. Für viele ist es auch interessant vor dem Hintergrund eines Plan B, natürlich in UK leben zu können. Immerhin muss man sagen, dass der UK seit 1066 nicht mehr von fremden Mächten erobert wurde. Zwar haben die Deutschen England hier im Zweiten Weltkrieg bombardiert, aber sie haben es nicht geschafft, die Engländer in die Knie zu zwingen, wie es davor auch andere Mächte, zum Beispiel die Spanier und Franzosen, nicht geschafft haben. Also der UK, muss man schon sagen,
kann möglicherweise ein interessantes Land sein, wenn es um einen Plan B geht oder auch um ein Land, wo man sich außerhalb der EU hier in Sicherheit bringen kann, wenn es mal knallt. Aber die Vorteile des irischen Passes gehen weiter. Hierfür möchte ich nochmal die Karte zeigen. Und jetzt wollen wir hier mal hineinzoomen. Zwischen Irland und UK gibt es zunächst mal die Isle of Man. Die Isle of Man gehört nicht zum UK. Sie ist eine sogenannte Crown Dependency. Sie ist auch kein Land, sie ist ein Gebiet. Also sie untersteht der Herrschaft des britischen Königs, aber nicht der britischen Regierung. Sie hat eine eigene Regierung, sie hat eigene Steuergesetze. Außenpolitisch wird sie durch den UK vertreten. Dort gibt es auch das Pfund und auch einwanderungsrechtlich untersteht sie dem UK. Jetzt bewegen wir uns mal weiter südlich. Dort finden wir dann eigentlich näher an Frankreich als an Großbritannien die Kanalinseln. Jersey, Guernsey, Sark. Auch diese Kanalinseln gehören nicht zum UK. Auch sie sind sogenannte Crown Dependencies. Sie sind unabhängig. Sie haben ihre eigene Steuergesetzgebung. Aber auch einwanderungsrechtlich gilt hier UK-Recht und sie werden in der Außenpolitik ebenfalls vom UK vertreten. So, nun kommt es. Mit dem irischen Pass kannst du auch auf diesen Inseln leben. Zugegeben, für die meisten wird das nicht attraktiv sein. Aber Jersey, Guernsey, die Isle of Man und auch Sark sind steuerlich gesehen natürlich sehr interessant. Auf Jersey, Guernsey und der Isle of Man kannst du Unternehmen gründen und diese Unternehmen zahlen 0% Körperschaftssteuer. Auf Jersey und auf Guernsey und auf der Isle of Man gibt es eine Einkommensteuer. Nicht alle Einkünfte sind besteuert, zum Teil werden Kapitaleinkünfte nicht besteuert. Ganz wichtig, einen Non-Dom-Status gibt es dort nicht. Ganz wichtig. Aber Unternehmenssteuer 0%. So, sagt diese kleine Insel, hat nun überhaupt keine Steuern. Wobei, das stimmt nicht. Du musst deine Steuer bezahlen. Hier wird so eine Pauschalsteuer je nach Größe deines Hauses fällig. Rechne mal so mit 2.000, 3.000 Euro im Jahr. Nochmal, ist es realistisch für dich, auf Sark zu leben? Dort leben 500 Menschen. Autos sind verboten. Ja, muss man natürlich wissen. Wir hatten ja hier mal den Sven Lorenz bei uns auch im Podcast und haben mit ihm darüber gesprochen. Das wird nicht für alle attraktiv sein, aber du kannst mit dem irischen Pass auf diesen Inseln leben. Du könntest zum Beispiel auf Sark leben und auf Guernsey eine Firma haben. Die Firma auf Guernsey zahlt dann 0% Steuern. Du bist in Sark und zahlst auch keine Steuern, hast also hier einen komplett steuerfreien Status. Du bist sehr schnell in London. Du kannst von London überall in der Welt reisen. Wirkliche Regeln, wie lange du dort anwesend sein musst und so, die sind nur in beschränktem Umfang existent. Also gerade für jemanden, der jetzt hier die Nähe zu Europa sucht, der jetzt nicht hier auf einer karibischen Insel oder so sitzen will, für den könnte das durchaus interessant sein. Ich wollte dir hier jedenfalls nur mal vor Augen halten, dass du mit dem irischen Pass nicht nur in Irland leben kannst, sondern im Grunde auf allen diesen britischen Inseln. Und dass sich daraus womöglich wenig bekannte Vorteile für dich ergeben können, wenn du das richtige Setup hast. Sicherlich, das braucht sehr viel Planung. Da muss man sich gut überlegen, vor allem wenn man Kinder hat natürlich, was hier überhaupt in Frage kommt. Das ist mir völlig klar. Alles, was ich tun will, ist dir mal ein paar Denkanstöße zu geben. Darum sollte es in diesem Video gehen. Wenn dich diese Denkanstöße, diese Ideen interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, weitere Staatsbürgerschaften anzunehmen, Vermögen aufzubauen, ihr Vermögen zu schützen. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.